Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Heute zeige ich euch mal das Zuhause meines Lesers. Ich möchte dieses nur als Anregung machen und nicht als Bauanleitung. Es ging mir dabei nur um den Schutz für die Augen und eine Absaugung für den Rauch. Im Baumarkt haben wir uns Platten auf Maß zuschneiden lassen. Zunächst haben wir die Maße des Sichtfensters eingezeichnet und mit der Stichsäge ausgesägt. Ein Klavierband hinten angebracht für die Klappe . Jede Menge bunter Schrauben und Winkel, die wir noch hatten, haben wir eingeschraubt, damit die Kiste hält. Es geht bestimmt noch professioneller. Und einen Griff vom Küchenschrank für vorne. Jetzt noch ein Farbanstrich und das Gerüst ist fertig. Zur Unterstützung der Klappe habe ich mir ein paar Gasdruckfedern eingebaut und in den Sichtfenstern rotes Plexiglas eingeschraubt. Für Zu- und Abluft habe ich mir 2 USB-Ventilatoren eingebaut und die Blenden natürlich mit dem Laser erstellt. Und für außen muss ich noch für ein Abluftsystem über ein Rohr sorgen. Zusammen mit meinem Lochblech, denke ich, ist das Gehäuse nun recht sicher, auch wenn ich zusätzlich immer mit Schutzbrille lese. Für meinen Enclosure habe ich mich für eine Größe von 70 x 70 mit einer Höhe von 40 cm entschieden. Die Seitenteile sind in der Breite plus eine Materialstärke und in der Höhe plus 2-mal Materialstärke. Mein Plexiglas habe ich in den Größen 50 x 40 und 50 x 50 gekauft und für die Fensterausschnitte dann umlaufend 1 cm weniger gegeben. Durch ein sehr gutes Video mit einem Test für die Durchlässigkeit von Laserstrahlen habe ich mich für Rot aus dem Plexiglas Shop entschieden. Den Link für das Video habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Mein, wie ich finde, sehr praktisches magnetisches Lochblech aus 2 mm Stahl ist sehr massiv. Bestellt habe ich es bei Online-Bleche. Außerdem habe ich mir ein paar Gasdruckfedern mit einem N-Wert von 100 gekauft. Mein Testprojekt für heute ist ein gelasertes Tablett mit Epoxidharz. Da ich ein großer Fan von Epoxid bin, wollte ich die Kombination einmal testen. Das Motiv ist typisch weihnachtlich und auch nicht zu 100% perfekt. Vielleicht aber eine Anregung für euch. Ich zeige euch kurz, wie ich es erstellt habe. Ich nutze dafür Lightburn und die Seite mandalagaba.com, eine direkte Seite, um Mandalas zu erstellen. Über das Plus und Minus stellt man die Anzahl der Achsen ein. Über den kleinen Eimer stellt man die Hintergrundfarbe ein. Einfach Farbe aus dem Farbkreis wählen, Helligkeit auswählen und auf das Eimer-Symbol klicken. Mit dem Bleistift verhält es sich gleich. Über den Schieberegler nun noch die Strichstärke einstellen. Mein Mandala ist nur ein Beispiel. Man sollte darauf achten, dass es auch leserbar ist, sodass am Ende nicht das ganze Teil einfach nur aus dem Holz fällt. Über Save and Share lässt sich die Datei nun sichern und über das Ordnersymbol anzeigen. In Lightburn importiere ich mir nun diese Datei. Mit den Anfassern kann ich die Datei nun grob anpassen. Mein Mittelpunkt der Achse liegt ungefähr bei XY 230. Mit einer neuen Farbe ziehe ich nun die Striche für eine Achse nach. Da die Linie so dünn ist, mache ich mal um den Cursor einen blauen Kreis. Das Blütenblatt zeichne ich grob nach. Ich setze die Linie immer dort ab, wo ein Richtungswechsel ist. Mit dem Werkzeug Knoten kann man die Linie nun bearbeiten. Linie auswählen, Taste L gedrückt halten, mit gedrückter Maustaste die Linie in die gewünschte Bogenform ziehen, Taste L loslassen
und Maustaste loslassen. Dieses mache ich nun rundherum. So, ich vergrößere das mal. Mit gedrückter Taste S über den Knotenpunkt fahren und der Knotenpunkt wird automatisch zur Kurve. Ich schalte die Ebene mit dem Bild aus und sehe meine neuen Linien. Markiere alle und gruppiere sie. Mit dem Werkzeug kreisförmige Anordnung kann ich sie nun über meinen gemerkten Achsenmittelpunkt XY 230 vervielfältigen. Nicht geschlossene Linien bearbeite ich mit dem Knotenwerkzeug. Ausgewählte Linien können einfach am Ende mit der Maus gezogen werden. Durch das Verbinden vereinigen sich die Linien und mit dem Werkzeug Versatz lässt sich so eine Parallele erzeugen. Eckstiele, Ausrichtung und Versatzabstand einstellen und OK. Ich markiere die Dreiecke und versetze sie ebenfalls parallel. Als Hinweis: Sollte es bei euren Motiven nötig sein, muss vielleicht noch die Gruppierung aufgelöst werden. Mein Demostern ist fertig. Mein eigenes Motiv habe ich aus einem 4 mm Pappelsperrholz gelasert, mit 600 auf 80%. Als Test habe ich das Motiv, um es von unten zu verdichten, mit meiner Übertragungsfolie beklebt. Ich habe sie mal sehr günstig auf großer Rolle gekauft, eine selbstklebende, etwas dickere Folie zum Übertragen von Schnittsachen meines Schneideplotters. Ein Becher Resin und zum Färben für transparente Farben nutze ich Speisemittelfarben. Die Farben leuchten schön und es ist günstig. Die ausgeschnittenen Bereiche des Motivs habe ich dann Stück für Stück mit dem Resin gefüllt. Ich musste mich etwas beeilen, da mir der erste Becher schon übergekocht war. Überflüssiges habe ich mit einem Tuch abgewischt. Die Farbe ist etwas in die Oberfläche des Holzes gezogen, nach dem Trocknen aber stark verblasst. Man sieht hier auch sehr gut, wie das Resin geschwunden ist. Gegen das Licht kann man gut erkennen, dass meine Folie an einigen Stellen nicht dicht gehalten hat, was ich aber gar nicht so schlimm finde. Die Folie hat ihre Struktur auf dem Resin hinterlassen, es ist durch die Hitzeentwicklung beim Trocknen leicht gewölbt. Hier sieht man schön, wie transparent die Lebensmittelfarbe färbt. Die dunklen Partikel meiner Spanholzplatte, auf der ich arbeite, scheinen durch den Harz. Die Oberflächen habe ich mit verschiedenen Körnungen bearbeitet. Mit etwas kaltem Kaffee vom Frühstück färbe ich nun mein Holz. Das braucht mehrere Anstriche. Damit das Pappelholz keine Chance hat, sich zu biegen und mir das Ganze nicht zu lange dauert, föhne ich es nach jedem Anstrich trocken.
Ich habe mir noch 2 Ringe erstellt und sie als Rand auf die Platte aufgeleimt. Jetzt wiederhole ich noch einmal das mit dem Kaffee. Es dürften so circa 8 Anstriche gewesen sein. Da Pappelsperrholz nicht wirklich hochwertig ist und jeden Fleck aufnehmen würden, versiegele ich es noch mit einer Schicht Harz. Das Ergebnis des Tests ist nicht perfekt, aber ich glaube, es bringt Ideen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen 3. Advent. Ich habe ein kleines Stück Schieferplatte gefunden von einem alten Set Untersetzer für Schälchen. Das Ergebnis ist sehr schön und kräftig, aber dennoch aus unterschiedlichen Blickwinkeln teilweise kaum zu sehen. Für mein Logo habe ich eine Geschwindigkeit von 1800 mit 80% Leistung gewählt und die kleinen Salmis auf halbe Geschwindigkeit mit zusätzlicher Leistungserhöhung auf 75%. Man sieht hier sehr schön, das Logo ist grau pigmentiert . Während die Salmis etwas tiefer und schon fast goldbraun wirken. Ich dachte, ich zeige euch demnächst mal meine neue Kamera für den Leser und wie ich sie in Lightburn einbinde. Wenn alles klappt, sollte man sie in Lightburn unter Kamerasteuerung sehen und Objekte dort direkt platzieren können. Wenn ihr das nicht verpassen möchtet, abonniert mich. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Ideen habt oder etwas Bestimmtes sehen möchtet, schreibt mir. Ich freue mich auf das nächste Mal. Dicke Feuerküsschen, Dragoncut.